Ja, hallo zusammen. Im heutigen Video seht ihr, wie ich den Prio zusammenbaue. Söderli, also, wie ihr seht, das ganze Zeug ist zurück vom Lackierer. Sprich, der Kunde hat das selber Pulver beschichten lassen. Jetzt habt ihr ja gesehen, das ist wieder so eine Springergabel. Das ist der Prior aus einem Video vom Springergabeln anpassen. Wir haben das Grau, Rahmen und Gabeln. Dann weiter haben wir hier die ganzen Anbauteile. Der Motor schwarz, der ist bereits komplett revidiert. Der ist parat für den Einbau. Dann haben wir hier die Rädchen. Das ist alles komplett überholt und neu gelagert etc. Dann haben wir hier die ganze Geschichte, Ständer, Pedalarm und so weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Das ist eine komplette Eigenkreation vom Kunden. Ich habe auch nicht gewusst, wie das genau wird. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das wirkt. Ich finde die Farbe noch geil. Das ist mal etwas anderes. Mit dem wie sagt man dem Grün? Das ist es. Minzgrün. Genau, danke, Minzgrün. Genau, also das ist, von dem her ist das alles in Ordnung. Das Einzige, was halt noch ein das Problem ist, diverse Teile, wo halt sehr, sehr viel Pulver drauf ist. Zum Beispiel da die Federn, die Gabelärmel. Da ist das Problem, das sind Messingbüchsen, die gepresst worden sind, die sind jetzt komplett voller Pulver. Das heisst, ich muss die abziehen, muss mit dem hohen Bürstchen die Farbe vorsichtig rausnehmen. Dann weiter sind diverse Schrübli drin geblieben, die man rausnehmen sollte. Aber das macht nichts, das ist überhaupt kein Thema. Es gibt für mich natürlich einen mehr Aufwand. Also ein Tipp für euch daheim, wenn ihr so etwas macht, dünnt das Zeug wirklich komplett zerlegen und dünnt am Lackierer, am Pulverer sagen, welche Stellen das keine Farbe drauf haben. So erspart ihr euch sehr viel Arbeit, aber nichtsdestotrotz, das soll unsere Stimmung nicht trüben. Und wir fangen einfach an. Dann würde ich sagen, let's go, viel Vergnügen. Also ich fange jetzt gerade mit den Gabeln an, mit dem Teil. Und dann kommt das gut. Man sieht jetzt aber da schon, es ist sehr, sehr zäh. Oh, Sauhund. Ich habe in den Daumen gestochen mit dem Scheissdreck. Gut, ich nehme ein neues Schräubchen. Dann müssen wir da halt ein bisschen Gewalt anwenden. Dann machen wir da gerade weiter. Ich ziehe ihn jetzt schnell ab. So. Dann Hohnbürsteli. Da kommt jetzt schön wieder das Messing führen. Und jetzt ist da innen noch die Farbe noch. Also, dann als erstes machen wir das Heck. Also das heisst, den Rahmen bauen wir zusammen. So. Das ist natürlich immer ein bisschen lässig da. Ui, ui, ui. So. Södeli. Dann natürlich immer wichtig, ein bisschen Schmutzi an das Zeug an. Södeli. So, haben wir jetzt schon das Erste, oder? Jetzt Gewindböhr habe ich bereits parat. Jetzt hole ich aber noch ein paar Böhrer, 8er, 6er. Die Schicht ist jetzt so dick, dass ich halt das einfach schnell aufbohren muss. Sonst bringt man die Schrauben nicht durch. Und wenn man es einfach durchhämmert, dann hat man auf der Austrittsstelle gibt's dann viel halt Platzer, wo dann halt ganze Stückchen wegfliegen. Und das probiere ich zu vermeiden. Und darum tun wir so ein bisschen 6er, 6er und 8er. So. Ja, das ist traumhaft. He? Wie das Zeug da durchflutscht, du. Das ist auch schön. Jetzt beim Rahmen nehme ich halt immer gerne Stoppmutter. Das ist klar, weil wenn sich natürlich die Schraube da unten, wenn sich die löst, dann wird es dann ganz lustig, oder? Jetzt tue ich als nächstes den Ständer her. Dann steht das nämlich schon mal einigermaßen. Und wir sehen auch schon das erste Mal, wie das Mintgrüne mit dem Grau harmoniert. So, so. Wenn wir jetzt keine Stoppmutter nehmen können, nehme ich ein bisschen Loctite. Bei solchen Sachen immer den grünen Loctite, weil die Ständeraufnahme das ist jetzt etwas, das nimmst du nie mehr weg. Also, das muss heben. Jetzt schmieren da. So. Dann können wir das anziehen. Gut.
So, vielleicht noch schnell zum Vorgehen. Wieso fängt jetzt der Vogel dort im Ständer an? Ich mache immer zuerst den Ständer, also wenn der Rahmen natürlich komplett ist, Rahmen, dann Ständer. Weil dann kann ich das Ding schon mal herstellen. Dann kommt bei mir als nächstes dann die Gabel dran. Weil dann habe ich schon mal eine schöne Position. Wenn er so steht, kann ich wunderbar an der Gabel schaffeln. Ich bin Schaffeln. Kann ich wunderbar an der Gabel arbeiten, ich bin frei. Ich muss nicht immer legen und dann knickt es wieder rein und so weiter. Und dann kommen die Schutzbleche. Wenn das quasi mal zusammen ist, dann kann man die Rädchen machen und den Motor hängen. Ja, fertig geschnurrt, machen wir weiter. Jetzt ziehe ich auch gerade die Rahmenschrauben an. Jetzt haben wir da natürlich noch so ein lässiges Büchschen gehabt. Ja, das muss ich jetzt schnell ein bisschen schleifen. So. Dann habe ich das Büchschen da rein, dass der Rahmen nicht sinnlos zusammenwirkt. Und passt das. Der Ständer ist gerade so am Limit, also noch gut läuft. Machen wir gerade die Ständerfedern rein. So. Tipptopp. Das Hebet. Jetzt machen wir Gabel. Gabellager. Wirklich schön da alles füllen. Nie sparen mit dem Schmutzi. Nie sparen mit dem Schmutzi. So, das brauchen wir. Das Gegenstück. Jetzt erst schnell abspülen. Ja. Schon zu warm da. Wunderbar. Gut, jetzt brauchen wir dann die ganze Ärmelgeschichte da. Ja, das ist natürlich auch wieder voller Farbe, he? Aber es geht. Du. Nun machen wir da die Teile daher. Und zwar ist Folgendes extrem wichtig bei dieser Gabel. Wir haben hier das Gewinde drin, oder? Und das Gewinde wird zwar kontert nachher hinten dran, oder? Also ich schraube das hier, dann kann ich hinten kontermuttern. Ich tue aber gleich immer Loctite an. Bereits schon da, weil das Thema ist natürlich, das Schaffen. Das bewegt sich und immer wenn sich etwas bewegt und nicht sauber kontert oder wenn das nicht hebt, dann löst sich das mit der Zeit. Was noch weiter dazu kommt, ist Folgendes. Ich kann diese Schrauben jetzt nicht voll anziehen. Wie sehen, das ist sonst fix. Das heisst, ich muss da das Spiel einstellen, dass es so quasi kein Spiel hat, aber auch so, dass es halt gerade nicht klemmt. Also das muss wirklich schön satt sein und dann kann ich da hinten auch wieder mit Loctite, sehr wichtig. Das ist extrem wichtig bei diesen Gabeln. Extrem. Wenn das da unten lädt, dann knickt unser Rad ein und dann macht er den Superman, oder? Leuchtet ein, oder? Gut, dann kommen wir weiter zum Gäbeli. Ja, da hat es ordentlich Farbe drauf, oder? Das ist jetzt auch wieder so etwas. Jetzt kann ich natürlich nicht da die Farbe abschleifen, weil das sieht man natürlich da durch die Federn durch. Das heisst, ich muss jetzt die Kunststoffbüchse aufbohren. So, ich lasse das da unten mal ansetzen. Läuft. Dann können wir da oben weitermachen. Die Gabel ist dran. Dann, weil vorne kein Schutzblech kommt, mache ich jetzt zuerst vorne das Rädchen, weil dann haben wir Gewicht. Dann kommt er vorne runter und ich kann den bereits mal da in die Schiene rein tun. So. Aufpassen. So. Bestens. Dann müssen wir jetzt hier auch mal ein bisschen einstellen schon. Sehr geil. Also, das Kombo bis jetzt gefällt mir sehr gut. Ich finde das Grau mit dem Schwarz finde ich hammermäßig. Als nächstes machen wir Schutzblech rein. Also, da haben wir das erste Weißteil.
hebt wieder etwas. Dann würde ich sagen, jetzt tun wir das mal rein, schrauben das grob an. Dann weiss ich dort, was Sache ist. Gut. Genau, jetzt sehe ich da natürlich den Ständer. Das ist natürlich absolut nichts da. Das sogenannte Rolling Chassis ist bei dem jetzt nicht passiert, weil wir haben natürlich viel dickere Pneu drauf und alles, oder? Und der Ständer, der ist natürlich jenseits. Ist jetzt aber nicht so tragisch. Also, dass ich weitermachen kann, tun wir den mal auf ein Hölzchen. Ist doch einfach absolut noch schön. Jetzt machen wir die gerade mal her da. Genau. Angezogen habe ich es natürlich noch nicht. Das ist absolut geil. Top. Streifen rein. Dann würde ich sagen, ich klopfe noch ein Sattelrohr rein. Das muss nicht mehr anziehen. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Motor rein. Oh, ich mache zuerst hier hinten rein. Hey. So, eine ist drin. Ja, das geht hier, wie wenn der schon mal drin gewesen wäre. Das ist ein sogenanntes Plug and Play. So, komm. Also, Motor ist drinnen. Dann, wenn wir gerade auf dieser Höhe sind, mache ich gerade noch schnell Pedalachs rein. Also, dann machen wir doch Pedallärm gerade an, wenn wir schon dran sind. Da. Geht sogar. Oder da sieht man es jetzt gut. Jetzt habe ich eine Mutter unten und auf der Gegenseite habe ich die Mutter oben. Dann haben wir so nämlich eine schöne Linie. Sonst sind die Pedale nicht so, sondern leicht versetzt zueinander. Geil. Knapp, aber es hat Luft. Gut, jetzt kommen hier neue Pedale an. Ja, das muss ich natürlich die alten wegnehmen. So, hier links. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh, leck mir am Arsch, nein. Die ist richtig festgerostet. Ist einfach, wenn die Gewalt nicht geht, müssen wir mehr Gewalt nehmen. Oh je, ich ahne Böses, du. Ja, es bleibt mir fast nichts anderes übrig als einspannen, aber fuck. Oh, leck mir am Arsch. Oh, Sauhund. Wow, hey. Super, haben wir wieder etwas. Machen wir den Tank. Gut, eine Seite. Und andere Seite. Ich finde gut, dass Türkis nicht überragt, dass es einfach nur so kleine Details sind. Mit dem Grau schmiegt sich das hure gut zusammen. Schön. Super gut. Jetzt haben wir noch diverse Sachen. Sattel, Lenker, den müssen wir jetzt noch anpassen und die Lampe. Dann muss ich zuerst noch schauen, im Lenkkopfspiel. Bewegt sich gut. So, das passt. Dann können wir ihm geben. Das Hödeli. Also, Lampengehäuse, den Tachometer. Söderli. Lenker, den muss ich wahrscheinlich auch extrem abschleifen. Also, jetzt brauchen wir hier noch den Gegenkonus. Wir haben ja die ganze Geschichte müssen kürzen wegen der Anpassung der Springergabel. Wenn euch das interessiert, in einem anderen Video Springergabel anpassen. Ihr seht, das ist sonst schon relativ streng. Wenn man das natürlich ohne Fett hier macht, ist das eine Katastrophe, gell? Gut. Wie ihr seht, den habe ich jetzt bereits schon montiert, abgeschliffen. Die Sache ist natürlich, dass es jetzt unheimlich viel Farbe da drauf hat. Und gerade hier im Gaszug, das muss natürlich super Ring laufen. Jetzt habe ich gemerkt, auf der anderen Seite, da ist ein richtig Material drauf. Das heisst, ich habe darum die Flex geholt. Das ist jetzt ein bisschen archaisch.
Aber fauler Mann ist ein schlauer Mann, geht viel schneller so, oder? So. Also, das Zeug noch ein bisschen abpusten da. Oh, da klemmt die Begebung hier noch. Also, das ist jetzt der Starterknebel. Und dann kommt dann nochmal das Gleiche mit der Bremse. So sieht das aus. Da fehlt dann noch der Gasgriff. Aber das ist dann etwa das. Also, das ist nicht schlecht, jetzt ist mal alles ein bisschen dran. Jetzt fange ich mit den Kabelzeugen an. Ganz wunderschön, kann ich da durch. Nachher gehe ich da zwischen runter auf diesen Punkt. Wo ist echt da der Anfang? Leg mal am Arsch. Also, tun wir das mal rein und mal sicher noch genug Material an. Stellschräubchen und Adapter. So, also ich mache immer so. Ich tue natürlich immer zuerst Stellschräubchen rein, dort wo es sein müssen. Ganz klar. Wenn wir das sogar noch ein bisschen kürzen. Eine tolle Sache, du. Okay, also Kabelzeug ist mir natürlich extrem wichtig. Ich lege extrem viel Wert auf sauber gezogene Bodenzeug, Kabelzeug. Und darum mache ich das immer so, wie ich jetzt das euch zeige. Da gibt es natürlich 100 Wege nach Rom. Ich mache jetzt das immer so. Wodurch spielt jetzt nicht so eine Rolle. Da ist jetzt gerade die einzige Chance. Dann sieht man jetzt da, ich fahre immer möglichst in die Mitte und dann ab. Das wird natürlich, da unten wird das alles dann noch schön binderlet. Dann schauen, dass die Feder ausgefedert ist. Jetzt Beispiel Bremszug vorne, oder? Dass das überall schön dran ist. Dann wird das gekürzt. So, jetzt sieht man das, oder? Das kommt dann natürlich, irgendwo wird das noch befestigt. Ich nehme an, ich mache das dann daher noch mit Klett oder mit irgendetwas. Und das ist jetzt eigentlich der Weg. Jetzt mache ich zuerst alle Hüllen. Du die fix miteinander verbinden, so wie ich es will, mit Kabelbinder oder mit was auch immer, mit Führungen. Einfach, dass es fix fertig ist, dass ich am Schluss wirklich nur noch Kabelzeug einziehen kann. Und dann komme ich kein Puff über, oder? Dann mache ich zuerst alle Hüllen, dann sehe ich, okay, mal, das ist gut. Ah, der ist mir jetzt ein bisschen zu kurz geraten, das gefällt mir nicht so. Dann kann ich noch ändern und habe nicht schon das hure Kabel drin. So, jetzt ist aber fertig geschnurrt. Immer nur die hure Labereien. Jetzt muss ich wirklich noch Gas geben, weil es gibt noch einiges zu tun. Let's go! Södeli, also, wir haben wieder ein Prachtstück fertig. Was jetzt da ein bisschen Spezialitäten sind, wir fangen mal hinten an. Haben wir Zeitennummerhalterung, schlicht ohne Rahmen, einfach nur mit dem Blech und mit dem Rücklicht oben drauf. Was noch eine kleine Spezialität ist, das mache ich sehr gerne so, sehr oft bei meinen, sowieso bei allen, ist, ich tue das Licht immer fix anhängen. Da haben wir jetzt LED hinten, oder? Darum hat es da eine Spannungsregel drin. Dann das Licht fix anhängen. So hat man da oben keinen Schalter. Ist einfach schöner. Und da hinten mache ich dann einmal einen Abstellknopf hier. So weiter haben wir Pneu, hinten und vorne 2,5 Zoll. Dann noch einen lustigen Sattel, halt auch weiss, oder? Passend völlig dazu. Dann haben wir hier Dragpipe, Flöte, den Automatenboll haben wir schon gesehen. Natürlich, der grösste Special quasi, wenn man so will, ist natürlich die Springergabel. Was mir persönlich sehr gut gefällt, muss ich sagen, ist die Originalhalterung mit der originalen Eierlampe. Das finde ich jetzt wirklich noch geil. Das passt sehr gut. Dann Kabelzeug und Tank, oder? Hinten dran hat er wollen, dass ich den noch ein bisschen lupfe. Jetzt da mit diesen 66 Heroes, das ist, glaube ich, normalerweise für die Ausbüffe, so Verlängerungen. Passt aber da wunderbar an. Sehr robust, Chromstahl, geile Sache. Somit kann man natürlich Kabelzeug nicht mehr unter einem Tank durchmachen. Also habe ich mir da etwas einfallen lassen. Und zwar ganz einfach mit so Halterli an diesen Punkten hier oben. Das sind die alten Tankbefestigungspunkte. Da sind so Kabelklemmen angekommen. Da unten ist eine Kabelklemme angekommen und da der Gabel. Was gibt es noch? Den Ständer, den musste ich noch verlängern. Und zwar 6 cm, relativ viel. Darum ist der jetzt schwarz und nicht mehr grün. Passend völlig, weil es ja unten dran, sage ich mal, so ein bisschen Rädchen
Auspuffständer, Motor, alles schwarz ist, passt es sauber. Ich bin somit fertig. Den kann man ausliefern. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion vom Kunden. Ich hoffe, es gefällt ihm. Es ist ja auch sein Farbkonzept. Ich finde es sehr gelungen, absolut schön. Grau-Weiß finde ich eine geile Sache. Und ja, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir mit dem schönen Wetter noch einen schönen Testride. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, yeah. Tolle Sache. Ja, das ist immer das Schönste.